Hallo, in diesem Video zeige ich dir 10 Neuerungen von Contao 4.11. Nummer 1. Dynamische Generierung der Sitemap. Ja, was hat es damit auf sich? Mit Contao 4.11 wird die Sitemap nicht mehr in einer Datei abgelegt, sondern die Sitemap wird über eine Route aufgerufen und zwar in Zukunft über sitemap.xml. Und zwar ist es ganz wichtig für dich zu wissen, dass es eben nicht mehr unter share-sitemap.xml erzeugt wird und auch nicht mehr unter deinem persönlichen Namen, sondern die Sitemap wird ganz automatisch hier unter diesem Pfad abgelegt. Zum einen kannst du damit auch jetzt nicht mehr in der Seitenstruktur irgendetwas zur Sitemap konfigurieren, das heißt hier findest du diese Option nicht mehr. Und zum anderen haben somit jetzt die Programmierer die Möglichkeit, mehr auf diese Sitemap Einfluss zu nehmen. Das heißt, gerade für Programmierer wird das sicher in Zukunft auch interessant werden. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Ab sofort kannst du das Backend etwas einfacher individualisieren. Dazu musst du einfach in der config.yaml bestimmte Parameter hinzufügen. Und zwar kannst du hier zum Beispiel sagen, ich möchte das Attribut hier AppName und AppVersion definieren. Das Ganze erscheint dann eben im Quelltext und du kannst so einen Badge-Titel ergänzen. Dieser erscheint beim Login-Screen und im Backend und du kannst ganz einfach Custom CSS und Custom JavaScript-Dateien hinterlegen. Das heißt, wenn ich jetzt den Cache geleert habe und wir melden uns wieder bei Contao im Backend an, dann siehst du schon, links oben haben wir jetzt das Wort Entwicklungsumgebung und auch meine obere Zeile wurde per CSS in Rot eingefärbt. So weiß ich sofort, ich befinde mich hier jetzt auf der Entwicklungsumgebung. Außerdem wurden im Quellcode jetzt meine beiden Attribute hinzugefügt und zum einen zwar auf dem Body der AppName und die AppVersion. Dadurch kennzeichnest du jetzt eben ganz einfach deine Entwicklungsumgebung und deine produktive Umgebung und kannst damit einer Verwechslung vorbeugen. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Die Vorschauleiste wurde um einen weiteren Button ergänzt, das heißt, du findest ab sofort hier oben den Button URL kopieren, dann kopiert sich das System in die Zwischenablage die tatsächliche URL ohne dieses Preview.php. Das heißt, ich kann so jetzt ganz einfach diese Seite weiterverarbeiten und zum Beispiel an meine Kunden senden. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Genauso wie bei den News oder bei den Seiten kannst du ab sofort in den FAQs deine Metadaten pflegen. Das heißt, du kannst ganz bequem für jede Frage den Metatitel, die Metabeschreibung und auch die Robots-Tags setzen. Genauso ist hier auch ganz normal das Google-Suchergebnis-Vorschaufenster enthalten und somit kannst du jetzt Contao noch mehr Suchmaschinen optimieren, wenn du eben FAQs verwendest. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Ab sofort kannst du direkt im Backend deine Twig-Dateien bearbeiten. Dazu bist du im Bereich Templates und hast zum Beispiel dein Wartungstemplate angelegt und dieses kannst du jetzt ohne ein externes Programm direkt über den Quelltexteditor öffnen und bearbeiten. Dazu klickst du einfach hinten auf deinen Button Quelltexteditor und hast nun die Möglichkeit, eben deine Anpassungen direkt vorzunehmen. Kommen wir zu Punkt Nummer 6 und zwar wurde Contao ein neues Insert-Tag spendiert und zwar das Figure-Insert-Tag. Mit diesem Insert-Tag wird quasi hier ein Bild ausgegeben inklusive aller Metadaten. Ich habe hier mal alle 3 Varianten aufgelistet. Zum einen haben wir das klassische Image-Tag, damit wird einfach ein Image ausgegeben. Dann haben wir das Picture-Tag, das quasi responsive Images ausgibt. Und dann haben wir noch das Figure-Tag, welches letztendlich jetzt ein Bild inklusive responsive, inklusive Metadaten ausgibt. Wie sieht das jetzt im Frontend aus? Auf den ersten Blick sehen natürlich jetzt alle Bilder gleich aus, bis auf das beim letzten Bild eben eine Bildunterschrift zu sehen ist. Wenn ich jetzt aber den Quellcode öffne, wir sehen also beim Insert-Tag Image wird eben nur ein ganz einfaches Image ausgegeben. Beim zweiten Fall, dem Picture Insert Tag, wird ein komplettes Responsive Image Set ausgegeben. Und zwar beim dritten Teil, beim Figure Insert Tag, wird jetzt eben eine komplette Figure ausgegeben mit allen wichtigen Informationen, wie zum Beispiel Schema-Org-Auszeichnung plus Bild in Responsive Einstellung mit Metadaten und inklusive Bildunterschrift. Bleiben wir beim Thema Bilder. Und zwar kannst du ab sofort die Definition über deine config.yaml noch mehr vereinfachen. Und zwar kannst du deine Bildgrößen direkt in der config.yaml konfigurieren. Und jetzt gibt es neu hier oben diesen Defaults-Bereich, welcher im Endeffekt für alle Bilddefinitionen gibt. Dadurch ergibt sich natürlich wieder eine übersichtliche config.yaml-Datei und das Ganze geht auch noch schneller zu konfigurieren. Wie sieht das Ganze jetzt im Backend aus? Und zwar, wenn du hier auf die Bilddefinitionen gehst, dann findest du hier oben eben vordefinierte Größen und zwar die wir in der config.yaml eingestellt haben. Wie gesagt, diese Funktion gibt es schon vorher. Jetzt kannst du eben die Definition mit diesem Defaults-Bereich noch etwas schneller und einfacher definieren. Im Folgenden möchte ich dir jetzt noch 2-3 Punkte mitgeben,
die letztendlich jetzt keine neuen Features sind, sondern wo du darauf achten musst, wenn du auf Contao 4.11 aktualisierst. Punkt 8 wäre dementsprechend, dass das Feld für die Google Web Fonts wegfällt. Du kennst das sicher bei den alten Installationen, du konntest ganz einfach über das Layout deine Google Font definieren. Und wenn alles bei der Migration fehlerfrei funktioniert hat, dann wird eben diese Schrift jetzt ganz automatisch hier in deinen Head Tags ergänzt. Das gleiche gilt für Punkt Nummer 9, und zwar wurden die CDN-Einstellungen für jQuery und MooTools entfernt. Das heißt, wenn du hier jQuery lädst oder MooTools, dann gibt es nicht mehr die Möglichkeit, dass du hier eben zwischen einem CDN oder der lokalen Variante auswählen kannst, sondern jQuery und MooTools, also diese beiden Frameworks, werden nur noch lokal eingebunden. Auch das ist wichtig eben jetzt für den Datenschutz und deswegen wurde das von Contao eben entfernt. Nun zu den letzten Neuerungen, die ich dir ganz kurz in diesem Video vorstelle, und zwar ist Contao 4.11 100% kompatibel mit PHP 8 und außerdem kompatibel mit Symfony Version 5. Ja, das waren jetzt 10 Neuerungen im Schnelldurchlauf und auf github.com findest du natürlich im Changelog alle einzelnen Änderungen und Patches, die in Contao 4.11 eingeflossen sind. Wenn du jetzt eines dieser neuen Features benötigst oder testen willst, dann kannst du ab sofort auf Contao 4.11 aktualisieren.